Also wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen und wir feiern zusammen. Wenn du Bayern schlagen möchtest, musst du schon einen perfekten Tag so erwischen. Wir glauben an uns weiter und wir haben 8 Spiele und wir werden Vollgas geben bis zum Ende. Ich würde sagen, ich bin noch bei 6, 7. Wir sind Borussia Dortmund halt, ne? Wir gehen dahin, um in die nächste Runde einzuziehen. Hi aus Dortmund zu unserem Spieltagsrückblick nach der ersten Bundesliga-Niederlage im Jahr 2023. 2:4 gestern im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München verloren. Darüber spreche ich gleich mit Youssoufa Moukoko, der gestern nach langer Zeit endlich auch wieder sein Comeback feiern durfte. Der ist gerade hier hinter mir beim Training noch mit dabei. Da ist natürlich auch Edin Terzic und der hat das Spiel auf der Pressekonferenz gestern nach dem Spiel folgendermaßen analysiert. Wir sind recht ordentlich ins Spiel gekommen. Wir wissen aber auch, dass es nicht reicht, dann 12 ordentliche Minuten hier in München zu haben. Wir haben uns sicherlich auch nicht vorgestellt, dass wir dann so in Rückstand geraten und dann aufhören, uns dagegen zu wehren. Also es war einfach dann enttäuschend, dass wir mit dem ersten Gegentreffer viel zu lange gebraucht haben, um wieder zurückzufinden ins Spiel. Und dann stand es nach, ich glaube, 23 Minuten schon 0:3. Und dann wird es in der Bundesliga schwer, noch ein Spiel zu gewinnen. Und besonders hier dann in München gegen die Qualität des Gegners. Trotzdem ging es dann darum, in der Halbzeitpause nicht mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern den Arm zu heben und Verantwortung zu übernehmen. Und wir wussten, dass wir es beispielsweise auch geschafft haben, dann im Hinspiel in der 60. Minute lagen wir da auch noch 0:2 hinten und trotzdem sind wir wieder zurück ins Spiel gekommen. Und daran haben wir dann geglaubt und haben dann in der 49. Minute noch die große Chance gehabt von Sepp Haller. Die konnten wir dann nicht nutzen und quasi im Gegenzug gab es dann das 0:4. Und dann wird es natürlich noch mal schwieriger, hier zurück ins Spiel zu kommen. Im Endeffekt sind wir heute sehr enttäuscht. Wir fahren auch mit einer Portion Wut nach Hause. Ja, eben war er noch auf dem Trainingsplatz und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Muki, schön, dass du noch kurz vorbeigekommen bist. Danke, freut mich. Ja, die Nacht war kurz, wir sind spät zurückgekommen aus München. Ihr habt euch heute Vormittag hier wieder in Brakel am Trainingsgelände eingefunden. Konntet ihr schon mal ein bisschen auch über gestern Abend sprechen? Ja, schon. Der Trainer hat heute morgens noch gesprochen. Ja, dass wir mit Selbstvertrauen so nach München geflogen sind und ja, dass das Spiel so gelaufen ist, finden wir alle so sehr schade und enttäuscht aus sind wir alle und ich glaube, jeder von uns hat geglaubt, dass wir da gewinnen können. Bis zu dem Ding von Greg, fand ich, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Du warst draußen auf der Bank. Wie habt ihr das erlebt? Also diese Szene und dann auch die 10 Minuten danach. Ja, also die ersten 15 Minuten war wirklich toll von außen so zu sehen, wie die Jungs so mitgegangen, durchgezogen. Alle haben das gemacht, was der Trainer von uns verlangt hat. Und ich meine, Greg hat uns, wie der Trainer schon gestern erwähnt haben, also dank Greg stehen wir ganz oben vor Bayern gestern noch. Und ich glaube, wer Greg so Vorwurf mag, dann hat er mit Fußball keine Ahnung. Und der ist wirklich keine Fans, weil Greg, finde ich, der beste Torwart der Bundesliga momentan. Und solche Fehler passiert. Also wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen und wir feiern zusammen. Und wir stärken genau den Rücken im nächsten Spiel. Und ich bin voll davon überzeugt, dass Greg uns also retten wird die nächsten Woche, die nächsten Monaten. Ja. Aber wie ist das, wenn man dann auf der Bank sieht, da passiert sowas und dann schießen die Bayern innerhalb von 10 Minuten 3 Tore, denkt man dann auch so, Alter, was geht jetzt hier gerade ab? Nee, ist schon ärgerlich so. Man denkt nicht, was geht gerade hier los, sondern man versucht zu gucken, was passiert, warum, weshalb. Und am Ende sage ich mal, wir haben einfach das Selbstvertrauen irgendwie ein bisschen verloren. Und da hat dann die Bayern so gemerkt, okay, jetzt sind die so ein bisschen, sage ich mal, unsicher. Und dann haben die haben einfach Qualität. Man muss auch ehrlich sein. Wenn du Bayern schlagen möchtest, musst du schon einen perfekten Tag so erwischen. Und das haben wir gestern leider nicht gehabt. Dann war ja die Halbzeitpause, Edin hat gewechselt, auch die Statik so ein bisschen verändert. Und dann fand ich, hatten wir eigentlich eine gute Chance von Sébastien Haller. Und im Gegenzug fällt dann das 4:0. Dann kamst du rein, nach einer Stunde. Wie ist das eigentlich? Was hat der Trainer dir damit auf den Weg gegeben? Ja, der meinte, wir versuchen einfach alles, was noch zu versuchen so ist. Und am Ende, glaube ich, haben wir auch ein bisschen versucht. Wir haben alles reingeworfen und haben 2 Tore erzielt. Ich sag mal, wenn wir ein bisschen früher noch das 2:1 oder 3:1 gemacht hätten, ich glaube, hätte er noch gebremst da bei den Bayern. Aber am Ende haben wir verloren.
wir sind 2 Punkte hinter Bayern und wir haben 9 Punkte Bayern geholt. Und also 2 Punkte ist auch nicht so, dass man jetzt denkt, die Welt ist scheiße oder sonst was. Wir glauben an uns weiter und wir haben 8 Spiele und wir werden Vollgas geben bis zum Ende. Du kannst endlich auch wieder Vollgas geben. Gegen Bremen hast du dich schwerer verletzt, bist wochenlang ausgefallen. Gestern dein Comeback, vielleicht so für dich persönlich das Positive, was du mitnimmst? Ja, das Positive ist einfach, dass ich wieder da bin, dass der Trainer mich eingewechselt hat. Am Ende brauche ich noch ein bisschen. Es ist immer, von Verletzungen zurückzukommen, ist immer schwer, wieder voll da zu sein. Aber mit jeder Minute, mit jeder Training versuche ich, meine Form wieder so zu finden. Und am Ende bin ich glücklich mit der Mannschaft, auf dem Platz so steht. Die Verletzung war hart, aber genauso hart habe ich auch gearbeitet, um so gegen Bayern wieder da zu sein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie weit bist du schon? Ich würde sagen, ich bin noch bei 6, 7. Ich brauche noch wirklich, weil nach Verletzung ist immer schwer, wirklich voll dabei zu sein. Aber ich versuche alles bis Ende der Saison und dann greifen wir nächste Saison wieder voll an. Ja, wir drücken dir natürlich die Daumen, dass du endlich auch mal über eine ganze Saison gesund bleibst. Was natürlich hilft, ist zum einen trainieren, zum anderen aber auch spielen. Am Mittwoch geht's schon weiter. Auch wieder nicht so ein einfaches Auswärtsspiel in Leipzig, Pokal-Viertelfinale. Ihr habt hinten raus in München noch die beiden Tore erzielt. Wie kriegt ihr trotz des Gesamteindrucks, man hat es 4-2 verloren, das schnell wieder aus den Köpfen, damit ihr wieder voll fokussiert auch auf das Spiel am Mittwoch gucken könnt? Das ist halt Fußball, ne? Du hast gar keine Zeit so nachzudenken oder sonst was. Das geht Schlag auf Schlag. Und Mittwoch haben wir wieder ein Spiel, um das wieder gut zu machen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Es gibt keine Ausrede. Wir fahren einfach nach Leipzig, um in Halbfinale einzuziehen. Und davon bin ich voll überzeugt, weil wir einfach Qualität auch. Natürlich hat man Respekt vor Leipzig, aber wir sind Borussia Dortmund halt, ne? Wir gehen dahin, um in die nächste Runde einzuziehen. Dann nehmen wir dich beim Wort. Muki, danke, dass du da warst. Und das war's auch schon von der heutigen Sendung. Wir machen also den Deckel drauf auf diesen Spieltag, wollen euch aber zum Abschluss noch die Highlights der U23 zeigen. Die hat gestern 0:0 gespielt, aber nach über einem Jahr endlich auch wieder in der roten Erde. Also jetzt noch die Highlights von der U23. Danke, dass ihr mit dabei wart. Tschüss aus Dortmund.